Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Phil von Oizo Music und heute schauen wir uns zusammen das erste Studioalbum von ATB an, Movin' Melodies. Ob mich die Melodien dieses Albums auch bewegt haben, das erfahrt ihr jetzt. Ja, ATB steht natürlich für André Tanneberger, ist ein deutscher Produzent, einer der bekanntesten Produzenten im Trance-Bereich aus Deutschland ist, neben so Größen wie Paul van Dyk. Gibt natürlich noch zahlreiche weitere. Er war Ende der 90er Jahre bereits als Kopf von Sequential One erfolgreich, doch mit seinem Soloprojekt ATB schlug er 99 dann einen etwas, man kann sagen, reiferen Weg ein. Für mich markiert Movin' Melodies perfekt den Übergang von hektischem Rave hin zu einer melodischeren Form des Trance. Im Vergleich zu seinen früheren Arbeiten liegt der Fokus hier klar auf Atmosphäre und Songwriting, ohne den Drive für den Club zu verlieren. Stilistisch definierte ATB damit den Inbegriff des Dream Trance. Das Album erschien im April 1999 auf Contour Records und stürmte europaweit die Charts. Prägend für diesen Sound sind die eingängigen Melodiebögen und natürlich sein Markenzeichen, die ikonische Pitchbend-Gitarre. Hinter den Kulissen konnte ATB auf starke Partner zählen. Wir haben hier besonders Woody van Eyden, der als Co-Produzent seine Erfahrung aus gemeinsamen Sequential One-Tagen einbrachte. Den finalen Schliff erhielt die Platte dann in den ATB-Studios, was dem Album trotz verschiedener Einflüsse einen sehr homogenen und glatt polierten Gesamtklang verlieh. Aber kommen wir nun zur Track-by-Track-Analyse. Ja, den Auftakt des Albums bildet The First Tones. Das ist ein atmosphärischer Opener, der den Hörer mit wabernden Flächen und später einsetzenden Chorelementen empfängt. Die Percussion bleibt hier dezent und arbeitet viel mit Filtereffekten, während Piano und Gitarre eher im Hintergrund gehalten werden. Interessant ist, dass André Tanneberger bereits in diesem Intro die charakteristischen Pitchbend-Klänge andeutet, die später dann zu seinem Markenzeichen werden sollten. Ja, ein Stück, das den typischen Dance- und Trance-Sound des Debütalbums perfekt einfängt, ist dann der Track Emotion. Der Track basiert auf hochfrequenten melodischen Hookline-Sequenzen und einer soundtechnisch höchstwahrscheinlich identischen Leadline, die vermutlich auf einer Sawwave beruht. Sphärische Flächen und klassische Roland TR 909 Drumsounds bilden das Gerüst, begleitet von einer künstlichen Gitarre. Zum Ende hin öffnet sich der Song in einen sphärischen Abschnitt, in dem die Pitchbend-Gitarre erneut wieder die Führung übernimmt. Mit Track Nummer 3 Underwater World taucht das Album dann in eher chillige Dream-Dance-Gefilde ab. Die Produktion setzt auf ein verträumtes Piano und weite sphärische Klänge, auch wenn die verwendeten Vocal-Samples aus heutiger Sicht etwas antiquiert wirken. Besonders markant ist hier der Basslauf, der nach einem künstlich-synthetischen Slap-Bass klingt und von einem wabernden, fast schon quakenden Sound unterstützt wird. Wie der Name bereits andeutet, fungiert Track Nummer 4, das Zwischenstück, als ein kurzes Interludio von nicht einmal einer Minute Länge. Es präsentiert sich als eine Art düstere Variante oder auch alternatives Intro zum späteren Welthit 9 PM, wobei die bekannte Melodie hier durch einen Panflöten-Sound interpretiert wird. Aufgrund der Kürze dient es als rein atmosphärische Brücke innerhalb der Tracklist und bleibt daher ohne eigene Wertung. Ja, mit 9 PM erreichen wir dann bei Track Nummer 5 den Titel, der ATBs Durchbruch als Solokünstler markierte und zweifellos die bekannteste Single des Albums ist. Interessant ist hier die Entstehungsgeschichte. Die Basis des Songs schrieb Tanneberger spontan vor einem Kinodate, als er seiner Begleitung kurz das Produzieren zeigen wollte. Musikalisch definiert sich das Stück durch die legendäre Pitchbend-Gitarre und die markanten Roland 909 Drums, kombiniert mit den Vocals von Yolanda Rivera. Auch wenn der Sound aus heutiger Sicht etwas in die Jahre gekommen wirkt, bleibt es aber ein absolut wegweisender Track. Ja, bei diesem Klassiker kommt die folgende Hörprobe natürlich auch zu anderen Zeiten als nur bei 9 PM. Hier ist Hörprobe Nummer 1.
Track Nummer 6 war dann die dritte Single-Auskopplung des Albums. Killer 2000 ist eine Neuinterpretation des bekannten Klassikers von Adamski. Für die Vocals konnte hier Drew Williams gewonnen werden, der unter anderem durch seine Rolle im Musical Starlight Express bekannt wurde. Produziert wurde die Coverversion in Zusammenarbeit mit Woody van Eyden, wobei klanglich und vor allem die sehr harte Kick vermutlich auch wieder TR-909 heraussticht. Trotz der soliden Produktion wirkt der Track im Gesamtkontext des Albums aber eher verzichtbar, da das Original in nahezu allen Belangen die stärkere Dynamik und auch Atmosphäre besitzt. Track Nummer 7, Too Much Rain. Dabei handelt es sich um einen Remix für das Projekt United DJs for Central America, einem Zusammenschluss europäischer Produzenten zur Unterstützung wohltätiger Zwecke. Unterstützt wird André Tannenberger hier auch wieder von seinem Kumpel Woody van Eyden, der ebenfalls Teil der Formation Sequential One war. Das Stück beginnt sehr atmosphärisch mit Nachrichtensprechern, die über einen aufziehenden Sturm berichten, und wird von schönen Chorflächen getragen. Im weiteren Verlauf folgt der Track dem bewährten ATB-Standard des Jahres 1999, wobei die charakteristische Pitchbend-Gitarre hier im direkten Vergleich etwas weniger prägnant und überzeugend wirkt als auf anderen Titeln des Albums. Ja, mit Don't Stop folgt dann ein Titel, den ich persönlich schon immer einen Hauch stärker gefunden habe wie 9 PM, was vor allem an der noch eingängigeren Melodieführung liegt. Im Mai 1999 war dieses Stück auch mein absolutes Lieblingslied, wobei ich damals überwiegend den Club-Mix gehört habe. Club mit 2B übrigens. Auch hier steht die markante ATB-Pitchbend-Gitarre als tragendes Element im Mittelpunkt der Hauptmelodie, während die punktuellen Vocal-Einwürfe erneut von Yolanda Rivera beigesteuert wurden. Ein echtes Highlight des Albums, meiner Meinung nach, das den damaligen Zeitgeist auch relativ perfekt eingefangen hat. Ja, Don't Stop, hör niemals auf. Das gleiche gilt natürlich auch für die Präsentation meiner Hörproben. Hier ist Hörprobe Nummer 2. Ja, mit Track Nummer 9, Obsession, schlägt das Album dann etwas ruhigere Töne an und bewegt sich im Downtempo-Bereich. Einer der Hauptbestandteile des Arrangements ist ein vermutlich synthetisch erzeugtes Saxophon, das von den für dieses Genre typischen weiten Flächen begleitet wird. Allerdings wirkt der zugrunde liegende Beat im Vergleich zu den anderen Produktionen des Albums doch etwas holprig. Insgesamt kann das Stück nicht vollständig überzeugen, da es zudem durch seine Struktur ein wenig zu lang geraten wirkt und den Fluss des Albums eher ein wenig ausbremst. Bei My Dream schlägt ATB dann zunächst eine etwas härtere Gangart ein, was dem Track eine interessante Dynamik verleiht. Im Breakdown schlägt die Stimmung jedoch um und wird deutlich zarter, getragen von Flöten und sehr atmosphärischen Flächen. Hier entfaltet sich auch eine recht schöne Melodie, bei der erneut die für die bekannten Singles typische Pitchbend-Technik zum Einsatz kommt. Ein kleiner Kritikpunkt von mir bleibt aber hier die Bassline, die für mich persönlich etwas sehr monoton wirkt und auch relativ tief geraten ist. Ein etwas melodischerer Basslauf hätte hier vermutlich noch besser mit den feineren Elementen des Songs harmoniert. Ja, ein Titel, der innerhalb der Tracklist sofort durch seine spezielle Rhythmik heraussticht, ist Kayama, Track Nummer 11. Im Gegensatz zu vielen anderen Stücken des Albums fallen hier die etwas anderen Drum- und Percussion-Sounds auf, die dem Ganzen eine eigene Note verleihen. Das Arrangement wird von äußerst schönen Chorflächen getragen, in die sich im weiteren Verlauf Piano-Einwürfe und verschiedene Synthesizer-Sounds harmonisch einfügen. Das Ergebnis ist ein sehr angenehmer, chilliger Dance- und Trance-Sound, der eine gelungene Abwechslung zum restlichen Material bietet. Ja, hinter dem Projekt Beach Vibes verbirgt sich das Pseudonym EFF, was stehen soll für Electronic for Friends, ist eine Kooperation zwischen ATB und seinem Kumpel Woody van Eyden. Der Titel liefert feinsten Chill-Out mit einem ausgeprägten Balearic-Feeling, der perfekt zum sommerlichen Thema des Albums passt.
Die Produktion ist handwerklich absolut gelungen und lädt zum Träumen ein. Allerdings ist die stattliche Laufzeit von 8,5 Minuten durchaus eine Ansage und erfordert vom Hörer ein gewisses Maß an Ausdauer, um sich voll auf die Atmosphäre einzulassen. Ja, um euch das Strandfeeling etwas näher zu bringen, folgt hiermit die 3. Hörprobe vom Album. Der namensgebende Titeltrack des Albums Movin' Melodies präsentiert sich mit einem überraschend brachialen Beat, der sofort Druck aufbaut. Das Stück überzeugt durch eine sehr ansprechende Akkordprogression und einen Trance-Lead-Sound, der für dieses Album eine bemerkenswerte Breite besitzt. Insgesamt ist es ein durchaus starker Albumtrack, der die melodische Kernkompetenz von ATB nochmal unterstreicht und der gesamten Scheibe ihren passenden Namen verleiht. Den Abschluss des Grundalbums bildet dann Sunburn, ein Track, der vor allem durch den Einsatz einer Steel Drum sofort ein sommerliches Karibik-Flair vermittelt. Melodisch bewegt sich das Stück zwar auf einer eher simplen Seite, fungiert aber als chilliger Dance- und Trance-Track insgesamt sehr gut. Es ist ein solider Titel, der die entspannte Atmosphäre der Platte nochmal aufgreift und das Album stimmig abrundet, auch wenn er eher die Rolle eines hochwertigen Fillers einnimmt. Ja, als Bonustrack finden wir auf dem Album dann noch den Signum-Mix des Welthits 9 PM. Hinter diesem Remix steht das bekannte niederländische Trance-Projekt Signum, das der Nummer einen deutlich tranzigeren Anstrich verleiht. Ist eine handwerklich wirklich gute Neuinterpretation, die den bekannten Lead-Sound in ein cluborientiertes Gewand steckt und damit einen gelungenen Einsatz für alle Fans des ursprünglichen Titels darstellt. Ja, damit ist das ein wirklich ordentliches Debüt, das zwar durchaus noch etwas Luft nach oben hatte, aber den Sound von 1999 für mich einfach perfekt auf den Punkt bringt. André Tanneberger hat hier ein extrem gutes Händchen bewiesen, den hektischen Rave in diesen reiferen melodischen Dream Trance zu verwandeln. Klar, wenn man heute Tracks wie Obsession hört, merkt man die Ecken und Kanten und dass nicht jeder Titel das Niveau der riesigen Welthits hält, wie 9 PM oder auch Don't Stop. Aber dieser rote Faden, vor allem durch die ikonische Pitchbend-Gitarre, hält das Ganze atmosphärisch so stark zusammen, dass es ein absolut rundes Gesamtwerk bleibt. Für mich ist es ein faszinierendes Zeitdokument. Es markiert genau den Moment, in dem der melodische Trance laufen lernte. Ja, wer diesen speziellen Summer-Vibe der späten 90er liebt, für den ist das Album trotz der kleinen Schwächen ein Muss in der Sammlung. Ein Grundstein für alles, was danach von ATB kommen sollte. Ja, alles in allem höre ich Movin' Melodies bei beachtlichen 7,2 Punkten. Ja, damit ist es ein ordentliches Debüt, was aber durchaus noch etwas Luft nach oben hatte, was die zukünftigen Releases angeht. Aber ja, das war wie immer nur meine Sicht auf das Album Movin' Melodies. Wie hört denn ihr das Album? Schreibt es mir wie immer bitte unten in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Ansonsten war es das mal wieder für heute. Ich bin Phil von Oizo Music. Vielen Dank fürs Zusehen und dann sage ich mal wieder bis zum nächsten Mal.